Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mal ein paar Worte zu der momentanen Situation sagen. Ich wollte es eigentlich schon länger machen, aber ich wusste nicht, was ich genau sagen soll und ja, wie ich es sagen soll, dass das für viele auch sich richtig anfühlt, weil es ist momentan wirklich schwierig, weil es so viele, ja, es herrscht Informationskrieg, ja, eigentlich schon länger. Es gibt schon so viele Sichtweisen, Meinungen, Wahrheiten, dass es dann schwierig ist, ja, da noch zusätzlich was zu sagen. Allerdings glaube ich, es ist ganz wichtig, das anzusprechen und deswegen sage ich euch jetzt mal meine Meinung zu der momentanen Situation oder eigentlich zu der Situation, die schon immer da ist, die schon immer besteht, aber worauf vielleicht keiner so richtig geachtet hat oder das vielleicht auch einfach nicht weiß. Ja? Es ist so, jeder wünscht sich Frieden auf der Welt, ja. Jeder wünscht sich, dass nichts Negatives mehr passiert, dass das endlich aufhört, dass endlich mal nur Positives mehr kommt. Aber jeder davon vergisst aber auch, dass das nicht ohne Zufall passiert. Ähm, Jeder, der sich das wünscht, ist sich aber vielleicht auch nicht bewusst, woher das kommt. Und diese negativen Ereignisse, die stattfinden, die schon immer da waren und die auch in Zukunft vermehrt kommen werden, das hat nichts damit zu tun, dass das einfach so passiert und dass einfach aus Zufall heraus was passiert, sondern es liegt viel an den Gedanken. Wisst ihr, die Menschheit bildet ein Kollektiv, ja, und die Gedanken des Kollektivs bestimmen, was im Außen, also auf der Erde, so passiert. Und wenn so viele Menschen, und das bekomme ich immer mehr mit, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich nehme diese negativen Energien vor allem momentan sehr stark wahr. Und solange jeder, oder ist nicht jeder Einzelne, vielleicht viele von euch, diese negativen Energien immer noch so stark in sich haben, damit meine ich jetzt negative Gedanken, ja, negative Verhaltensmuster oder einfach auch Emotionen negative, wie zum Beispiel Hass, Wut, Traurigkeit, Gier, solange die so stark da sind, sind sie auch im Kollektiv sehr stark da. Und solange im Kollektiv diese negativen Energien, also diese negativen Emotionen vermehrt da sind, kann sich im Außen nichts verändern, weil wir bilden das Kollektiv nochmal und das Kollektiv bestimmt, was sich im Außen zeigt. Das könnt ihr euch bei euch selbst auch beobachten. Wenn ihr vermehrt negativ seid, ja, wenn ihr pessimistisch seid oder sehr stark negativ denkt, im Außen wird euch das immer wieder gespiegelt, das könnt ihr beobachten. Und so müsst ihr euch das Kollektiv gesamt vorstellen. Das heißt, es kann gar nicht anders sein, ja, solange im Kollektiv noch vermehrt diese negativen Energien zu spüren sind und da sind, kann sich nichts verändern. Also wenn ihr wollt, dass sich endlich was verändert, dass endlich was Positives, nur noch Positives kommt, dann muss jeder Einzelne bei sich beginnen, bei sich aufzuräumen, seine inneren Kämpfe zu beenden, dass der gesamte Kampf beendet werden kann. Weil das, was in uns kämpft, kämpft im Außen. Ja? Und das ist nicht einfach so dahergesagt, das kann man ja wirklich beobachten. Und ich beobachte das sehr, sehr genau und ja, finde es richtig schade und mir tut es teilweise auch richtig weh, wie viele Menschen sich eigentlich quälen und dann, ja, das im Kollektiv natürlich landet und es kann sich dann nichts verändern. Und wenn ihr euch Frieden wünscht, wenn ihr wollt, dass es endlich besser wird, müsst ihr bei euch selber beginnen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ich kenne das sehr gut. Ich bin jetzt lange dabei. Ich hatte auch meine inneren Kämpfe und habe sie teilweise immer noch. Ja? Keiner kann sich von heute auf morgen heilen. Aber Heilung im Kollektiv, Heilung in der Welt, auf der Erde, bedeutet Heilung zuerst einmal bei sich selbst. Und dann, wenn in einem selbst Positives da ist oder vermehrt Positives da ist, dann kann es auch in der Welt, in der Menschheit, in der gesamten Menschheit endlich nur noch Positives da sein. Und deswegen würde ich euch bitten, das zu berücksichtigen, weil es wird sich nichts Positives verändern, wenn man
Hass entwickelt, wenn man Wut entwickelt, wenn man auf die Regierungen sauer ist oder auf Demos geht und da seine Wut und sein Hass rauslässt und seine Frustration. Natürlich, der Mensch versucht sich zu wehren, das ist was ganz Natürliches, aber energetisch gesehen oder gesamt gesehen, was die Menschheit betrifft, wird sich so nichts verändern, weil solange eben Hass und Wut da ist, auch wenn sie gerechtfertigt ist, das ist ja gar nicht das Thema, aber sie ist halt da und wenn sie da ist, dann kann sich nichts Positives verändern. Deswegen müsst ihr da aufpassen, dass ihr euch nicht zu sehr manipulieren lässt durch die Medien und durch die Angst, was verbreitet wird, durch die Panik, durch die Wut, die dadurch, dass die Nationen eigentlich oder die Menschen so richtig gespalten werden, ja, durch die Meldungen der Regierungen und durch die Medien, entsteht einfach, es ist wie ein Kreislauf, es entsteht mehr und mehr negative Energie. Und da ist es wichtig, sich davon zu befreien. Ja? Es geht nicht darum, Corona nicht ernst zu nehmen. Corona ist ernst, es ist ein ernstzunehmendes Virus, das ist nicht das Thema. Das Thema ist allerdings, sich aber nicht von dieser Angst und dieser Panik anstecken zu lassen, weil das in einem wieder dazu führt, dass diese negativen Energien in sich herrschen und dann natürlich auch im Kollektiv herrschen. Und solange das so ist, es wird sich nichts verändern. Und deswegen würde ich euch bitten, vor allem auch dieses Video zu teilen, dass das viele Menschen erreicht. Vielleicht schaffe ich es, dass viele Menschen dadurch einen anderen Blick bekommen oder dann versuchen, darüber anders zu denken, anders zu handeln vor allem. Und was ganz wichtig wäre, und ich würde euch wirklich bitten, das zu tun, ja. Ich weiß, man kann nicht von heute auf morgen in sich aufräumen und das verlangt auch keiner. Aber was ganz wichtig wäre, sind die Gedanken und dass wir alle versuchen, vermehrt positiv und aus der Liebe heraus zu denken und zu handeln. Sich nicht mehr gegen irgendwas zu stellen, sondern wirklich in Liebe zu denken und zu handeln. Und dazu würde es euch helfen oder würde es der Menschheit helfen, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit, ich kann vorschlagen abends, dass abends wirklich viele Menschen zur gleichen Zeit eine Affirmation sprechen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, eine Affirmation ist einfach ein positiver Spruch, ein positiver Glaubenssatz, den man sprechen kann, zum Beispiel für die momentane Situation, dass ihr alle zur gleichen Zeit sagt, zum Beispiel um 20 Uhr oder 21 Uhr, dass viele Menschen sagen, die Menschheit bleibt gesund, ich bleibe gesund, uns geht's gut, es soll nur noch Positives in die Welt. Das würde schon reichen, wenn das ist die halbe Menschheit, ja, um die gleiche Uhrzeit oder auch mehrmals täglich denkt. Allein damit können wir das Kollektiv, das heißt die Welt verändern, ja. Das, was passiert, können wir verändern. Wir können damit beeinflussen, ob weiter Negatives passiert oder doch mal auch Positives. Die Gedanken sind so wichtig und deswegen sind diese Affirmationen sehr wichtig. Und es wäre echt toll, wirklich, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit so positive Affirmationen sprechen, weil dann wird sich auf jeden Fall was verändern.